Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Leo, wie geht es dir heute? Hallo Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es sehr gut, danke. Ich wollte heute mit dir über etwas Interessantes sprechen. Klar, Emma. Worüber möchtest du sprechen? Ich möchte über den ersten Ansatz beim Online-Chat sprechen. Hast du schon mal Online-Chat genutzt, um neue Leute kennenzulernen? Ja, habe ich. Ich nutze Online-Chat, um mit Freunden zu sprechen und manchmal, um neue Leute zu treffen. Es kann am Anfang Spaß machen und ein wenig beängstigend sein. Da stimme ich zu. Als ich anfing, Online-Chat zu nutzen, war ich nervös, wie ich ein Gespräch beginnen sollte. Wie ging es dir? Ja, ich fühlte mich genauso. Ich war mir nicht sicher, was ich sagen oder wie ich mich vorstellen sollte. Aber ich habe gelernt, dass ein einfaches Hallo es einfacher machen kann. Das stimmt. Ein freundliches Hallo ist ein guter Anfang. Ich sage normalerweise: Hallo, ich heiße Emma. Wie geht es dir? Ich mache etwas Ähnliches. Ich sage, Hallo, ich bin Leo. Schön, dich kennenzulernen. Es ist einfach und klar. Nach der Begrüßung frage ich gerne etwas, um das Gespräch am Laufen zu halten. Zum Beispiel könnte ich fragen: Wie heißt du? Oder woher kommst du? Ja, Fragen zu stellen ist sehr wichtig. Ich frage oft, was machst du gerne? Oder was sind deine Hobbys? Diese Fragen helfen, mehr über die andere Person zu erfahren. Ich teile auch gerne ein wenig über mich. Ich könnte sagen: Ich lese gerne und spiele Fußball. Das ist eine gute Idee. Manchmal sage ich höre gerne Musik und zeichne. Das macht das Gespräch freundlicher. Manchmal fühle ich mich nervös, wenn ich mit jemand Neuem chatte. Ich mache mir Sorgen, dass ich das Falsche sage. Ich verstehe dieses Gefühl. Ich war beim ersten Mal, als ich eine Online-Chat-App genutzt habe, auch nervös. Aber ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Jeder ist freundlich und möchte reden. Ja, das habe ich auch gelernt. Wenn man langsam spricht und einfache Wörter verwendet, ist es einfacher, sich zu verstehen. Genau. Ich versuche immer klar und geduldig zu sein, wenn ich chatte. Ich benutze auch gerne Emojis, um das Gespräch unterhaltsamer zu gestalten. Emojis sind toll. Sie helfen, deine Gefühle zu zeigen. Zum Beispiel benutze ich ein lächelndes Gesicht, wenn ich glücklich bin. Ich auch. Ein Daumen hoch oder ein Herz kann den Chat freundlicher machen. Hattest du schon einmal eine schlechte Erfahrung im Online-Chat? Ja, einmal habe ich mit jemandem gesprochen, der nicht sehr höflich war. Das hat mich unwohl gefühlt. Das ist nicht schön. Ich hatte auch ein paar seltsame Chats, aber die meisten Menschen sind freundlich. Ich versuche immer mit Menschen zu chatten, die freundlich und respektvoll sind. Wenn jemand unhöflich ist, breche ich einfach das Gespräch ab. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, sicher zu bleiben und sich beim Chatten wohlzufühlen. Ich stimme zu. Ich benutze auch einen Spitznamen im Chat, um meinen echten Namen zu schützen. Das gibt mir ein sicheres Gefühl. Ich mache das auch. Ich benutze Emma anstelle meines vollen Namens. Das ist lustig und sicher. Was magst du am meisten am Online-Chat? Ich mag es, dass ich Menschen aus verschiedenen Orten treffen kann. Ich lerne über ihre Kultur und Hobbys. Ja, das liebe ich auch.
Ich habe jetzt Freunde aus vielen Ländern. Es ist interessant, ihre Geschichten zu hören. Online-Chat hilft mir auch, mein Deutsch zu üben. Ich lerne jeden Tag neue Wörter und Phrasen. Mir geht es genauso. Ich fühle mich sicherer beim Sprechen auf Deutsch, weil ich mit vielen Menschen chatte. Hast du Tipps für den Beginn eines Gesprächs im Online-Chat? Ja, die habe ich. Zuerst solltest du immer mit einer freundlichen Begrüßung beginnen. Dann frag eine einfache Frage. Zum Beispiel, was machst du gerne in deiner Freizeit? Das ist ein großartiger Tipp. Ich denke auch, dass es gut ist, ein wenig über sich selbst zu erzählen. Das lässt die andere Person sich wohler fühlen. Richtig. Wenn du deine Hobbys teilst, kann die andere Person sagen, das mag ich auch, und das Gespräch kann wachsen. Ich versuche auch, aufmerksam zuzuhören. Wenn die andere Person etwas Interessantes sagt, stelle ich dazu mehr Fragen. Ja, Nachfragen zu stellen ist sehr wichtig. Das zeigt, dass du dich für das interessierst, was sie sagen. Manchmal benutze ich eine einfache Phrase wie „Erzähl mir mehr darüber." Das hilft, das Gespräch fortzusetzen. Das mache ich auch. Es macht den Chat interessanter und unterhaltsamer. Hast du schon einmal eine Chat-App verwendet, um an einem Gruppengespräch teilzunehmen? Ja, habe ich. Ich bin einer Gruppenchat über Musik beigetreten. Es war sehr interessant, mit vielen Menschen gleichzeitig zu sprechen. Ich mag Gruppenchats auch. Ich bin einer Gruppe über Reisen beigetreten. Ich habe viel über verschiedene Länder gelernt. Gruppenchats sind eine großartige Möglichkeit, neue Freunde zu treffen. Man sieht viele Meinungen und Ideen. Ich stimme zu. Es ist auch eine gute Möglichkeit, das Sprechen zu üben. Du kannst Fragen stellen und deine Gedanken mit vielen Menschen teilen. Worüber sprichst du normalerweise im Online-Chat? Ich spreche gerne über Hobbys, Musik und Filme. Manchmal frage ich nach Essen oder Reisen. Ich spreche oft über Sport, Bücher und Kunst. Ich möchte wissen, was andere mögen. Diese Themen sind sehr interessant. Ich denke, es ist wichtig, ein Thema zu wählen, das beiden Personen gefällt. Ja, wenn man gemeinsame Interessen hat, macht das Gespräch mehr Spaß und ist einfacher. Fragst du manchmal im Online-Chat um Hilfe mit Deutsch? Ja, mache ich. Manchmal frage ich, was bedeutet dieses Wort oder wie sagt man diesen Satz? Das mache ich auch. Ich lerne viele neue Wörter, wenn ich mit freundlichen Leuten chatte. Online-Chat ist eine gute Möglichkeit, um zu üben und sich zu verbessern. Ich habe das Gefühl, dass mein Deutsch besser wird, weil ich jeden Tag chatte. Ich fühle mich genauso. Jedes kleine Gespräch hilft mir, selbstbewusster zu werden. Hast du schon einmal einen guten Freund durch Online-Chat gefunden? Ja, das habe ich. Ich habe ein Mädchen namens Sarah kennengelernt, das gerne liest. Wir chatten jede Woche und teilen unsere Lieblingsbücher. Das ist wunderbar. Ich habe einen Freund namens Tom. Wir mögen beide Fußball und sprechen über unsere Lieblingsspiele. Es ist schön, Freunde aus verschiedenen Orten zu haben. Wir lernen so viel voneinander. Ich stimme zu. Online-Chat hilft uns, mit Menschen in Kontakt zu treten, die wir im echten Leben nie treffen würden. Welchen Rat würdest du jemandem geben, der neu im Online-Chat ist? Ich würde sagen, sei freundlich und geduldig. Es ist normal, sich am Anfang nervös zu fühlen, aber jeder möchte einen guten Freund finden. Das ist guter Rat. Ich denke auch, dass es wichtig ist, klar zu sein und einfache Wörter zu benutzen. Sprich langsam, wenn du musst. Ja, und hab keine Angst, Fragen zu stellen. Fragen helfen, das Gespräch zu vertiefen.
Ich erinnere mich immer daran, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen. Jeder Chat ist eine Chance zu lernen. Genau. Ich lerne jedes Mal etwas Neues, wenn ich mit jemandem spreche. Ich versuche auch zu lächeln und positive Worte zu verwenden. Das macht den Chat angenehmer. Das mache ich auch. Eine positive Einstellung hilft dabei, neue Freunde zu finden. Benutzt du spezielle Chat-Apps? Ja, ich benutze ein paar verschiedene Apps. Ich chatte gerne mit Leuten aus der ganzen Welt über HelloTalk und Tandem. Ich benutze diese Apps auch. Ich mag auch WhatsApp und Facebook Messenger, um mit Freunden zu chatten. Diese Apps sind einfach zu benutzen und helfen uns, Deutsch zu üben. Ich mag, dass man Text, Sprachmitteilungen und sogar Bilder senden kann. Ja, das macht das Gespräch unterhaltsamer. Manchmal sende ich eine Sprachmitteilung, um das Sprechen zu üben. Das mache ich auch. Es ist eine gute Möglichkeit, die eigene Stimme zu hören und sich zu verbessern. Hast du schon einmal an einem Online-Kurs oder einer Sprachtauschgruppe teilgenommen? Ja, das habe ich. Ich habe an einem kostenlosen Online-Kurs teilgenommen, bei dem wir auf Deutsch chatten und neue Wörter lernen. Das klingt großartig. Ich bin einer Sprachtauschgruppe beigetreten, in der wir das Sprechen üben und Fragen stellen. Diese Gruppen sind sehr hilfreich. Man trifft viele freundliche Menschen und lernt gemeinsam. Ich stimme zu. Online-Kurse und Gruppen machen das Lernen unterhaltsam und gesellig. Was denkst du, ist der beste Teil des Online-Chats? Ich denke, der beste Teil ist, dass man neue Leute aus verschiedenen Kulturen treffen kann. Ich liebe es, über ihr Leben und ihre Ideen zu lernen. Ja, das fühle ich auch. Online-Chat hilft mir, die Welt aus einer neuen Perspektive zu sehen. Es hilft mir auch, mein Deutsch auf eine echte und freundliche Weise zu üben. Ich fühle mich sicherer, wenn ich spreche. Ich stimme zu. Jedes kleine Gespräch macht mich besser in Deutsch. Ich mag auch, dass man jederzeit und überall chatten kann. Es ist sehr flexibel. Ja, ich kann auf meinem Handy zu Hause oder in einem Café chatten. Es ist sehr praktisch. Hast du lustige Geschichten aus deinen Online-Chats? Ja, einmal habe ich mit jemandem gechattet, der Wörter durcheinander brachte. Er sagte, ich spiele Klavier mit meiner Katze. Das hat mich zum Lachen gebracht. Das ist lustig. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, als jemand fragte, magst du Pizza oder Eiscreme an einem regnerischen Tag? Es war eine lustige Frage, aber es machte den Chat unterhaltsam. Lustige Fragen können sehr interessant sein. Sie machen das Gespräch locker und freundlich. Ich stimme zu. Selbst wenn die Frage seltsam ist es eine gute Möglichkeit zu lernen und zu lachen. Was möchtest du in deinem nächsten Chat mehr lernen? Ich möchte mehr über Reisen lernen. Ich würde gerne fragen, was ist dein Lieblingsort zum Besuchen? Das ist eine großartige Frage. Ich möchte nach Essen fragen. Ich könnte sagen, was ist dein Lieblingsgericht? Oder magst du scharfes Essen? Diese Fragen sind interessant und helfen, mehr über verschiedene Kulturen zu erfahren. Ja, ich freue mich darauf, mit neuen Leuten zu chatten und neue Wörter zu lernen. Ich schreibe nach einem Chat immer neue Wörter auf. Das hilft mir, sie mir zu merken. Das mache ich auch. Ich führe ein kleines Notizbuch mit neuen Phrasen und Ideen. Das ist sehr hilfreich. Es macht das Lernen einfach und unterhaltsam. Hast du Pläne, Online-Chat in Zukunft mehr zu nutzen? Ja, ich plane jeden Tag zu chatten, um mein Deutsch zu üben. Ich möchte auch an mehr Gruppenchats und Online-Kursen teilnehmen. Das ist ein guter Plan.
Ich möchte mit Leuten aus verschiedenen Ländern chatten und mehr über ihre Kulturen lernen. Ich freue mich darauf, neue Freunde zu treffen und neue Fragen zu stellen. Jeder Chat ist ein neues Abenteuer. Ich stimme zu. Online-Chat ist eine großartige Möglichkeit zu lernen und Freunde zu finden. Es macht Spaß und ist lehrreich. Danke, dass du heute mit mir gesprochen hast, Emma. Ich habe unser Gespräch über Online-Chat genossen. Danke, Leo. Ich habe viel gelernt und fühle mich sicherer in meinem Deutsch. Ich hoffe, wir können bald wieder chatten. Ja, das würde ich sehr mögen. Hab einen schönen Tag, Emma. Du auch, Leo. Bis bald. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.